Nein. Mir war nicht klar, in welcher Facetten, in welcher Größe, in welcher Mächtigkeit das Thema auf uns zukommt. Ich habe mich damals um die Technologie gekümmert. Meine ersten Gedanken waren, wo kriege ich die richtigen Leute her, wo kriege ich die richtigen Partner her, dass wir dementsprechend einfach dieses Wachstum stemmen können und es aufbauen können. Nebenbei gab es ja noch diesen ganzen Track mit, wie wollen wir das was machen, wie wollen wir das vermarkten intern. Vielleicht, das war immer die Frage, extern mal zu vermarkten, haben wir immer schon mal im Hinterkopf gehabt, aber das war damals nicht so dieser richtige Fokus. Da war es viel zu tun, wir haben viel Lehrgeld bezahlt. Ja, jetzt viele der grauen Haare, die ich jetzt habe, gehen, glaube ich, schon auf STACKIT zurück. Natürlich erstmal die richtigen Leute zusammentrommeln müssen. Das hat zu Beginn aus der Schwarzorganisation gut geklappt, dass wir eine Rumpfmannschaft hatten, haben dann überlegt, was ist der richtige Modus. Wir haben uns dann für agile Arbeitsweisen entschieden. Zu dem Zeitpunkt gab es das schon, aber so viel Erfahrung in der Dimension, wo wir hin wollten, gab es da für uns auch noch nicht. Das waren so die ersten großen Meilensteine, die wir nehmen mussten. Und dann ging es im Endeffekt, schnelles Wachstum zu verarbeiten. Wir haben regelmäßig verdoppelt. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das auf ein Ziel eingeschworen? Wie kriegen wir technologische Standards hin? Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Eine sehr, sehr große, gerade wo wir im Endeffekt gestartet haben mit null in der Hinterhand, null Technologie, war natürlich Open Source für uns der Enabler schlechthin. Und wir haben da gut uns arrangiert. Wir haben viele Open-Source-Produkte verwendet und immer mit dem Bewusstsein, das ist nicht eine Einbahnstraße, wir geben da auch viel zurück. Deswegen auch die weiteren Entscheidungen, wir gehen in Open-Source, wir contributen, das heißt, wir geben Code zurück. Wir werden zukünftig mehr und mehr Produkte, die wir jetzt auch selber entwickeln, alle auch Open-Sourcen, um dementsprechend einfach dem Weg weiter zu folgen, weil wir überzeugt sind, das ist der Weg, das schafft eine gewisse Souveränität, technologische Souveränität, wo man irgendwo auch fordert. Das haben wir bei uns auch in den Werten proklamiert. Muss man, glaube ich, wie zwei Disziplinen sehen. Das eine ist die technologische, da muss man sehr viel professioneller werden, auch dementsprechend in Kommunikation, Wartungsfenster ankündigen und so weiter und so fort. Da haben wir sehr, sehr viel gelernt. Auf der anderen Seite, die Kollegen in dem ganzen Thema Business Development, war es eigentlich noch viel größer, weil wir mussten diese ganzen Bereiche aufbauen wie Marketing, Vertrieb, dementsprechend Partnernetzwerke aufbauen, diese ganzen Kampagnen fahren, um eine Bekanntheit zu schaffen, die Kontakte aufzumachen. Das war im Endeffekt der große verändernde Teil. Wenn wir schauen, wo wir herkommen, haben wir uns überlegt, wie gehen wir das an? Wir haben zuerst ein Produkt gebaut, wo es darum ging, Cloud-Native-Applikationen laufen zu lassen. Heißt, einfach eine Container-Runtime-Umgebung, Data-Services drumherum, wie wir das nennen, weil ich brauche eine Datenbank etc. Und damit haben wir gestartet. Das war so der erste Schritt. Sehen jetzt aber auch, dass im Endeffekt ein Bedarf viel mehr an den Seiten existiert, das Thema Data und AI nochmal zu machen. Das heißt, wir haben jetzt das Thema Data-AI-Plattform uns auf die Fahnen geschrieben. Und nochmal ergänzen in dem Bereich, wo kommt die Software eigentlich her? Softwareentwicklungsprozesse. Das heißt, ich muss ja eine Software bauen, da kommt zukünftig auch viel mehr AI rein. Ich muss das irgendwo speichern. Ich habe die Prozesse, um Software in die Produktion zu bekommen. Da werden wir an der Stelle jetzt unterstützen. Das sind so die nächsten mittelfristigen Schritte, unser Portfolio zu erweitern. Es sind für mich auch zwei Disziplinen. Das eine ist, wir als Organisation der Schwarzgruppe können einerseits eine politische, aber auch eine finanzielle Sicherheit bieten. Das heißt, wir sind Unternehmen aus Deutschland, sind da deswegen in diesem Rechtsraum auch verhaftet, in dem positiven Sinn. Und das Zweite ist dementsprechend ein gutes Portfolio anzubieten. Es ist schön, wenn man eine souveräne Cloud hat, wo die Daten dementsprechend geschützt sind, aber wenn das Portfolio nicht passt, dann ist es auch kein so richtiger Fit. Mit den Kunden zu sprechen, nahbar zu sein, das ist im Endeffekt für mich die Erfolgskriterien. Mehr Kollegen, die an STACKIT mitarbeiten, die sich weiterentwickeln. Wir haben schon sehr viele gute Kollegen an Bord. Viele haben sich auch innerhalb von STACKIT sehr stark weiterentwickeln können. Und ich hoffe, dass wir das einfach weiter fortsetzen, um dementsprechend dann viele Kunden zu gewinnen, um dann dementsprechend am Markt erfolgreich zu sein.